Erreicht der FC Bayern München das Finale der Champions League 2025-26 und welche Gegner könnten die Bayern auf diesem Weg treffen? Hallo liebe FC Bayern-Fans, schön, dass ihr wieder auf Werners Fußballecke am Start seid. In dieser Bayern-Prognose schauen wir uns ganz genau an, wie weit der FC Bayern in dieser Champions League-Saison kommen kann. Und ist das Finale wirklich drinne? Wir gehen gemeinsam den möglichen Weg durch, inklusive aller potenziellen Gegner und spannenden Infos dazu. Und ganz wichtig vorab, da die Bayern die Ligaphase als Zweiter abgeschlossen haben, hätten sie bis inklusive Halbfinale immer das Rückspiel zu Hause. Und das ist natürlich schon ein riesiger Vorteil. Gerade in der Champions League, wenn du vielleicht mal ein Hinspiel verlierst oder nur unentschieden spielst, dann kannst du im Rückspiel mit deinen eigenen Fans im Rücken nochmal richtig Druck machen und das Ding drehen. Das ist natürlich Gold wert. Wenn du mehr Bayern-Videos von mir sehen möchtest, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du kein Bayern-Video mehr verpasst. Am 10. März geht es auswärts gegen Atalanta Bergamo los, den BVB-Bezwinger aus Italien. Und ganz ehrlich, für mich ist das ein deutlich angenehmer Gegner als zum Beispiel Bayer Leverkusen gewesen wäre. Natürlich darfst du italienische Teams niemals unterschätzen. Taktisch stark, diszipliniert, unangenehm zu bespielen. Aber wer ins Finale der Champions League will, der muss so einen Gegner über 2 Spiele auf jeden Fall schlagen können. Schauen wir kurz auf Atalantas Weg ins Achtelfinale. Sie hatten starke Gegner bzw. starke Siege gegen Marseille, Frankfurt und auch einem Heimsieg gegen den FC Chelsea. Also ja, Bergamo kann auf jeden Fall Fußball spielen. Aber wenn man ehrlich ist, in 2 Spielen sollte Bayern das klar für sich entscheiden. Selbst der BVB, gerade nach seinem 2:0 Heimsieg gegen Bergamo, hätte eigentlich auch weiterkommen müssen. Also Bayern mit Respekt in diese Partie gegen Atalanta gehen, dann wird man aber auch sicher das Viertelfinale erreichen. Mein Tipp, ganz klar, ein 3:1 Auswärtssieg in Italien und zu Hause dann nochmal ein souveränes 3:0 für die Bayern. Damit würde der FC Bayern verdient ins Viertelfinale einziehen. Und jetzt wird's richtig spannend. Im Achtelfinale gibt es das Mega-Duell Real Madrid gegen Manchester City. Vom Namen her könnte das auch ein Finale sein. Aber wenn man ehrlich ist, beide Teams spielen aktuell nicht so ganz überragend wie in den letzten Jahren. Egal wer kommt, es wird natürlich eine brutale schwere Aufgabe für den FC Bayern. Schauen wir uns mal Real Madrid genauer an. Niederlage in Liverpool, zu Hause gegen Manchester City verloren, dazu das 2:4 bei Benfica in der Gruppenphase. Also ja, Real ist auf jeden Fall schlagbar, gerade aktuell. Und Manchester City, Pep Guardiola ist natürlich immer gefährlich. Aber auch City spielt bislang keine perfekte Champions League-Saison. Sie wurden mit 16 Punkten Achter in der Ligaphase, nur 1 Punkt vor Real, die ja sogar deshalb auch in die Playoffs spielen mussten. Und klar, vom Kaderwert her sind das die zweitwertvollsten Teams der Welt. City mit rund 1,29 Milliarden Euro, Real sogar mit 1,36 Milliarden. Das ist absolute Weltklasse. Aber ein FC Bayern München in guter Form braucht sich vor keinem Team der Welt zu verstecken. Dazu natürlich dann auch gleich mehr im Video. Respekt ja, Angst nein. Wenn ich mich festlegen müsste, sehe ich aktuell Real Madrid leicht vorne in diesem Duell. Sie haben in der Liga weniger Spiele verloren als City und die Champions League ist nun mal der Wettbewerb von Real Madrid. Also mein Tipp, Real Madrid zieht ins Viertelfinale ein. Und das würde heißen, Viertelfinale FC Bayern München gegen Real Madrid. Was für ein Kracher. Mbappé gegen Harry Kane, Vinicius Junior gegen Michael Olise, Luis Diaz gegen Bellingham, Weltklasse gegen Weltklasse, vom Torhüter bis zum Sturm. Auch das wäre natürlich ein vorgezogenes
Finale. Schauen wir uns jetzt mal ein paar aktuelle Fakten von Real Madrid und den FC Bayern aus dieser Saison an. Ganz interessant ist hier die Gesamtbilanz. Real Madrid hat in bislang 39 Pflichtspielen bereits 8 Niederlagen kassiert. Der FC Bayern in 36 Spielen gerade einmal 2 Niederlagen. Und noch beeindruckender, wie es bei den Toren steht. Real Madrid steht aktuell bei 87 erzielten Treffern und 43 Gegentoren. Der FC Bayern hingegen mit unglaublichen 121 Saisontoren und nur 35 Gegentreffern. Das ist absolute Spitzenklasse. Zum Vergleich, Manchester City, aktuell Zweiter in der Premier League, hat in 43 Saisonspielen 7 Niederlagen kassiert und ein Torverhältnis von 96:37. Der FC Barcelona kommt in 40 Spielen auf 7 Niederlagen, 107 Tore, aber auch 47 Gegentore. Und Arsenal, Tabellenführer der Premier League und Erster in der Champions League Ligaphase, steht bei 43 Spielen, 3 Niederlagen und einem Torverhältnis von 104:36. Heißt also ganz klar, der FC Bayern München muss sich aktuell vor keiner Mannschaft der Welt verstecken. Im Gegenteil, ich glaube, weder Real, PSG zum Beispiel oder Manchester City würden im Moment wirklich gerne gegen diese starke Bayern spielen wollen. Und jetzt schaut euch mal das hier an, das aktuell erfolgreichste Offensivtrio der Top 5 Ligen Europas. Und ja, der FC Bayern stellt mit Luis Diaz, Michael Olise und natürlich Mr. Harry Kane das torgefährlichste Trio aller europäischen Top-Teams. Das ist einfach Weltklasse. Auch die direkte Bilanz zwischen Real Madrid und Bayern ist übrigens extrem ausgeglichen. 22 Duelle in der Champions League bis jetzt, 10 Siege für Real, 9 Siege für Bayern, 3 Unentschieden. Also auch hier komplett offen. Bei solchen Spielen entscheidet am Ende oft die Tagesform. Oder ob vielleicht ein Schlüsselspieler ausfällt, was wir natürlich auf beiden Seiten nicht hoffen wollen. Aber Stand jetzt sage ich, das Duell zwischen Real Madrid und Bayern wird knapp, sehr knapp. Doch der FC Bayern zieht ins Champions League Halbfinale ein. Und wer könnte dort warten? Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Im möglichen Halbfinale könnten folgende Teams stehen: Galatasaray Istanbul, Liverpool, PSG oder der FC Chelsea. Beziehungsweise das hier sind die aktuellen Paarungen im Achtelfinale. Natürlich alles absolute Top-Mannschaften. Galatasaray sehe ich hier eher als Außenseiter. Klar, einzeln super bestückt, ob im Sturm oder im Mittelfeld, aber ich glaube, Liverpool wird sich in 2 Spielen durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen. PSG gegen Chelsea ist dagegen ein echter Champions League-Kracher. Beide Teams extrem stark besetzt, allerdings sehe ich PSG gerade in der Offensive etwas variabler und gefährlicher. Mein Tipp: PSG zieht ins Viertelfinale ein. Das würde bedeuten, im Viertelfinale entscheidet sich zwischen Liverpool und PSG, wer im Halbfinale auf Bayern treffen könnte. Auch wieder ein absolutes Megaspiel. Beide Teams können das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Aber ich finde, das Team von Trainer Luis Enrique ist aktuell eingespielter als Liverpool und das kann gerade in dieser Phase ein entscheidender Vorteil sein. Deshalb mein Tipp: PSG schafft den Sprung ins Halbfinale. Und man darf nicht vergessen, in den letzten 7 Champions League Saisons erreichte PSG 3-mal das Achtelfinale, 2-mal das Halbfinale, 2019-20 das Finale, ja, verloren gegen den FC Bayern, und 2024-25 holten sie den Titel. Also ja, mit PSG muss man immer rechnen. Mein mögliches Halbfinale lautet deshalb der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und daher gilt wieder, in 2 starken Spielen kann hier alles passieren. Sowohl Bayern als auch PSG haben die Qualität fürs Finale, auf jeden Fall. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt nochmal kurz die aktuelle Saisonbilanz beider Teams an. Hier
würde der deutsche Rekordmeister FC Bayern auf PSG treffen, den Rekordmeister aus Frankreich. Beide Teams sind aktuell Tabellenführer in ihren Ligen, also mehr Top-Duell geht dann wirklich nicht. In der Champions League sind beide bisher 15 Mal aufeinander getroffen. PSG konnte 6 Spiele gewinnen, die Bayern 9 Spiele und Achtung, es gab bisher noch kein einziges Unentschieden. Und jetzt kommt's, die letzten 5 Champions League Duelle gingen alle an den FC Bayern mit einem Torverhältnis von 7:1 Toren. Also ja, da haben die Bayern definitiv die Nase vorn. Schauen wir auch hier nochmal auf die aktuelle Saisonbilanz. PSG ist Tabellenführer in Frankreich, allerdings nur mit 4 Punkten Vorsprung aktuell auf Lens. Der FC Bayern München hingegen liegt jetzt mittlerweile mit 11 Punkten vor Borussia Dortmund. Für mich persönlich ist Bayern damit 99% deutscher Meister. In den letzten 10 Bundesligaspielen lassen wir uns diesen Titel bestimmt nicht mehr nehmen. Also Gratulation von mir aus, von meiner Seite schon mal an den FC Bayern zur 35. deutschen Meisterschaft. Auch in der Gesamtbilanz fällt auf, PSG hat bereits 6 Niederlagen kassiert. Dazu 45 Gegentore in 38 Spielen. Das ist nicht so ganz so stabil wie bei den Bayern. Mit nur 35 Gegentoren in 36 Spielen. Und offensiv, Bayern hat 24 Tore mehr erzielt und das bei 2 Spielen weniger. Das zeigt wieder ganz klar, der FC Bayern braucht vor niemandem Angst zu haben. Respekt natürlich immer, aber keine Angst. Aber diese Bayern strahlen eine Siegermentalität aus. Man sieht es bei jedem Spiel. Sie wollen alles gewinnen, was es in dieser Saison zu gewinnen gibt. Und genau das macht ein Team noch stärker. Man hat es auch jetzt beim 3:2 in Dortmund gesehen. Die Bayern geben niemals auf. Sie wollen bis zur letzten Minute Tore schießen, Tore und nochmals Tore. Und jeder weiß, wer ein Tor mehr macht als der Gegner, gewinnt auch das Spiel. Und Bayern-Fans, nicht vergessen, was war das für ein Spiel beim 2:1 Auswärtssieg am 4. Spieltag der Champions League Phase in Paris. 2 Tore von Luis Diaz in den ersten 32 Minuten, dann in der zweiten Hälfte 45 Minuten in Unterzahl und trotzdem stark verteidigt, diszipliniert gespielt und das Ding nach Hause gebracht. Also ja, auch gegen PSG gehen wir mit Respekt ins Spiel, aber wir zeigen wieder, wer der Chef im Ring ist. Und Bayern zieht verdient ins Champions League Finale 2025-26 ein. Und wer könnte dort warten? Für mich gehört Arsenal aktuell ganz klar zu den Top 3 Vereinen in Europa. Sie sind mit Topfavorit in dieser Champions League Saison auf den Titel. Natürlich. In der Ligaphase haben sie alle 8 Spiele gewonnen und wurden Erster vor Bayern. Das heißt, auch Arsenal hätte inklusive Halbfinale immer Heimrecht im Rückspiel. In der Premier League stehen sie ebenfalls ganz oben mit 2 Punkten Vorsprung vor Manchester City. Natürlich hoffe ich, dass die Bayern aus ihrer einzigsten Niederlage in der Champions League, dem 1:3 am 5. Spieltag in London, gelernt haben. Und dann wäre es soweit. Das Champions League Finale 25-26 in Budapest, Bayern München gegen Arsenal. Und mein Tipp fürs Finale? Ja, ein 2:1 für die Bayern. Das bedeutet, eine Woche vorher holen sich die Bayern auch den DFB-Pokal und damit das Triple 2025-26. Das wäre einfach nur mega. Und mit dieser FC Bayern-Aufstellung hier ist alles möglich. Da braucht keiner sagen, andere Teams wären ja viel stärker als Bayern. Das Typische halt, das aktuell bestimmt nicht. Was glaubt ihr? Holen die Bayern den Titel? Schaffen sie das Triple? Schreibt mir eure Prognose unbedingt unten in die Kommentare. Wenn dir meine Bayern-Vorschau gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da und abonniere Werners Fußballecke, damit du kein Bayern-Video mehr verpasst. Also dann, Daumen drücken und bis zur nächsten Bayern-Prognose auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.